Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und zu einem Einsteigervideo rund um das wohl beliebteste Werkzeug im Geländebau, den Proxxon Thermocut Heißdrahtschneider. Denn auch wenn sich Hartschaum und Styropor mit einem Cuttermesser zuschneiden lassen, stößt man irgendwann an Grenzen. Vor allem wenn es um gleichmäßige, feine oder besonders komplexe Formen geht. Der Proxxon Thermocut kann ab Werk schon eine Menge. Und mit den richtigen Tools könnt ihr sogar noch mehr aus dem Heißdrahtschneider herausholen. Daher möchte ich euch nun die aus meiner Sicht wichtigsten Tools für den Einstieg vorstellen. Also das Zubehör, das ihr euch so schnell wie möglich für euren Proxxon Thermocut zulegen solltet, um noch mehr Spaß beim Basteln zu haben. Zum Lieferumfang des Proxxon Thermocut gehört diese Originalführungsschiene, die, so muss man sagen, nicht wirklich optimal ist. Zum einen ist sie etwas wackelig, sodass ihr sie beim Schneiden in jedem Fall festhalten solltet. Zum anderen ist sie sehr niedrig, wodurch hohe Bauteile leicht ins Wanken geraten können. Die einfachste Lösung ist, die Führungsschiene nach oben hin zu verlängern. Das geht zum Beispiel mit einer dicken Mauer aus Legosteinen. Aber letztlich ist das nur eine Übergangslösung, denn auch so eine Mauer kann bei falschem Druck nach links wegkippen. Zum Glück gibt es längst verbesserte Führungsschienen aus MDF von Shifting Lens, allen voran den Guider Pro und den Guider Pro 2.0 oder auf Deutsch Führungsschiene Plus und Führungsschiene Plus 2.0. Außerdem den Führungsanschlag des spanischen Herstellers Perval Creativos. Der wird, genau wie die Führungsschienen von Shifting Lens, in Einzelteilen geliefert und muss nur noch schnell mit etwas Holzleim zusammengebaut werden. Auf der Unterseite habt ihr dann jeweils eine Leiste, mit der euer Tool stabil in die Nut vom Proxxon Thermocut gesetzt wird, sodass ihr einen hohen und stabilen Anschlag beim Zuschneiden eurer Bauteile habt. Beim Führungsanschlag von Perval und der Führungsschiene Plus von Shifting Lens fällt jedoch eine Sache auf. An der senkrechten Fläche sind die Steckverbindungen nicht nur sichtbar, man kann auch einen kleinen Höhenunterschied fühlen. An sich kein Problem, aber besonders dünne oder flache Bauteile können sich daran mit etwas Pech durchaus verhaken. Daher ein Tipp: Schleift die Stellen entweder mit feinem Sandpapier glatt oder tragt simples Kerzenwachs auf. Reibt mit dem Wachs am besten nicht nur die besagten Stellen, sondern die komplette Fläche ein. Danach noch kurz mit einem Stück Hartschaum drüber polieren, schon habt ihr nicht nur die Problemstellen geglättet, sondern auch den Rest der Auflagefläche spürbar glatter gemacht. Wollt ihr Bauteile schräg abschneiden und verstellt hierzu den Draht, ergibt sich ein Problem. Der Führungsanschlag von Perval und die Führungsschiene Plus von Shifting Lens passen je nach Drahtwinkel dann nicht mehr unter den Bügel. Jetzt könnt ihr entweder einen passend breiten und rechteckig zugeschnittenen Hartschaumblock nehmen, um eure Führung quasi zu verlängern. Oder ihr greift zur Führungsschiene Plus 2.0 von Shifting Lens, die eine abnehmbare Auflagefläche hat und durch die sich so der schräge Draht führen lässt. Damit sind schräge Zuschnitte dann schnell erledigt. Egal ob Führungsanschlag, Führungsschiene Plus oder Führungsschiene Plus 2.0. Eines dieser Tools solltet ihr euch unbedingt für euren Proxxon Thermocut anschaffen. Um runde Bauteile zuzuschneiden, empfiehlt die offizielle Proxxon-Anleitung: Zum Schneiden von Kreissegmenten kann eine einfache Kreisschneideeinrichtung selbst hergestellt werden. Hierzu im gewünschten Kreismittelpunkt eine Heftzwecke mit einem Klebestreifen auf der Tischplatte fixieren. Das Werkstück wird dann auf die Heftzwecke gesetzt und um die Spitze gedreht. Klar, das geht natürlich, ist aber auf Dauer schon recht umständlich. Mit dem Circular Cutting Board bzw. Kreisschneider von Shifting Lens oder der Basis-Kreisführung von Perval ist das aber deutlich komfortabler. Beide Tools bestehen quasi aus einem Brett mit Nagel darin und einer Skalierung, die den möglichen Kreisdurchmesser angibt, und sind somit fast baugleich. Einzig der Nagel in der Perval-Kreisführung ist etwas feiner und die Skala etwas versetzt, um sie nicht durch große Bauteile zu verdecken. Die Handhabung ist aber gleich. Entweder ihr setzt das Tool mit dem gewünschten Durchmesser an den Draht, um dann ein passendes Werkstück mit mindestens einer geraden Kante so auf den Nagel zu stecken, dass die gerade Kante an den Draht stößt. Danach einfach den Proxxon Thermocut anschalten und gleichmäßig das Werkstück drehen, bis der Zuschnitt abgeschlossen ist. Oder ihr nehmt einfach einen beliebigen Hartschaumblock, der etwas größer als euer geplanter Durchmesser ist, und setzt ihn mittig auf den Nagel. Schiebt dann euer Tool von links an den Draht und schneidet ins Bauteil hinein,
bis ihr an der Skala den Punkt für euren gewünschten Durchmesser knapp erreicht habt. Dann kurz ausschalten und das Tool exakt positionieren und dabei den Draht etwas nach rechts spannen. Danach wieder das Gerät einschalten und circa 1 Sekunde warten, bis sich der Draht senkrecht ausgerichtet hat, um erst dann das Bauteil zu drehen. Etwas komfortabler ist all das mit der erweiterten Kreisführung von Perwall, denn hier gibt es noch einen extra Boden mit Rahmen. Beides wird zunächst auf den Proxon Thermocut gesetzt und auf den Wunschdurchmesser ausgerichtet. Nehmt dann die Kreisführung vom Boden ab, um ein passendes Werkstück auf den Nagel zu setzen. Legt nun beides wieder auf den Rahmen und schiebt es von links an den Draht, um ins Werkstück einzuschneiden. Anhand des festen Rahmens schneidet ihr dabei exakt bis zu dem Punkt, wo euer kreisrunder Zuschnitt beginnen soll. Ihr könnt so also deutlich bequemer und auch etwas exakter den gewünschten Durchmesser einstellen, um mit eurem runden Zuschnitt loszulegen. Ansonsten unterscheiden sich die 3 Tools nicht in ihrer Funktionsweise. Und natürlich könnt ihr bei allen dreien auch den Draht verstellen, um konische Formen bzw. Kegel zuzuschneiden. Eines dieser Tools wäre daher mein zweiter Anschaffungstipp für euren Proxon Thermocut. Um mehreckige Formen abseits eines typischen Rechtecks zuzuschneiden, könnt ihr euch zum Beispiel Schablonen aus Pappe basteln. Am besten immer 2 identische Schablonen, die dann auf einem Hartschaumstück exakt übereinander aufgesteckt werden müssen. Der Draht kann mangels entsprechender Hitze nämlich nicht in die Pappe hineinschneiden und so bekommt ihr ein mehreckiges Bauteil mit geraden und senkrechten Seiten. Shifting Lens hat aber eine deutlich komfortablere Lösung im Programm, den Multi-Corner Cutter, auf Deutsch den Vieleckschneider. Damit sind 3, 5, 6 oder 8-eckige Bauteile im Handumdrehen angefertigt. Einfach den entsprechenden Aufsatz unter einen Hartschaumblock stecken und dann beides in die Schiene setzen. Nun eine Seite abschneiden, um danach den Aufsatz um eine Ecke weiterzudrehen. Dann wieder eine Seite abschneiden und so weiter, bis die Form komplett ist. Auch schräge Zuschnitte für spitz zulaufende Bauteile sind so möglich. Noch ein Tipp: Reibt die Schiene von unten etwas mit Kerzenwachs ein, damit sie besser in der Führung gleitet. So, das waren meine Top 3 Tools-Empfehlungen für den Proxon Thermocut, um optimal mit dem Gerät ins Geländebau-Hobby zu starten. Wobei, Moment, der Proxon Fußschalter für knapp 20 € ist ebenfalls jeden Cent wert. Denn so habt ihr beim Basteln immer beide Hände frei und ihr könnt den Draht punktgenau an- und ausschalten. Interessieren euch weitere Tipps und Schneidetechniken zum Proxon Thermocut? Dann schreibt's gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann!